Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Part unserer Low-Poly-Reihe. Ich habe eine kleine Zuschaueranfrage bekommen, da wir ja im letzten Part modernere Waffen gemacht haben, ob ich nicht mal so etwas ältere Waffen machen kann, so aus dem Mittelalter. Und ja, das ist unser Endergebnis hier. Ihr seht, wie es gemacht wird. Schaut zu, lernt und habt Spaß. Wir befinden uns in Blender. Vorab muss ich sagen, die Option für Screencast Keys wurde leider entfernt, fragt mich nicht warum. Allerdings, wir fangen an mit einem Background Image wie letztes Mal. Ich habe jetzt hier mal dieses kleine Schwert hier rausgesucht. Ich setze jetzt mal den Axis auf Front und dann gucken wir uns das Ganze halt von vorne an. Wir arbeiten hier wieder mit einem Cube, den ihr wahrscheinlich im Startup-File direkt drin habt, und changen einmal in den Wireframe-Mode. Und dann scannen wir uns das Ganze hier einmal komplett down, dass wir ungefähr die Proportion von dem Schwert haben. Box selecten und grabben das Ganze wieder. Ihr könnt auch hier mit den Pfeilen arbeiten, wenn ihr das möchtet. Und dann extruden wir das Ganze einmal. Wichtig ist wirklich, ihr seid mit Z im Wireframe-Mode, so habt ihr direkt beide Seiten. Wenn ihr den letzten Part geguckt habt mit den moderneren Waffen, wo wir eine AK modelliert haben, wenn nicht, schaut unbedingt rein. Ist auch sehr hilfreich. Dann wird euch dieser Arbeitsschritt hier auf jeden Fall vertraut vorkommen. Jedes Mal extruden. Und jetzt hier oben sind wir jetzt fast am Ende. Hier extrude ich noch einmal. Und jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt machen wir was ganz Interessantes. Nämlich drücken wir einmal Alt-M und mergen das at Center. Und somit swappt es halt direkt so in die Mitte, sage ich mal. Und ja. Dann müssen wir hier unten weitermachen. Hier unten könnte das Ganze auf jeden Fall ein bisschen tricky werden. Ich bringe das jetzt nochmal ein bisschen in Position. Und dann extruden wir das Ganze einmal. Ein kleines Stückchen nach unten und scannen das einfach down. Und ihr seht hier bei meinem Schwert, ich weiß nicht, ob ihr dasselbe Bild jetzt gefunden habt auf Google, habt ihr halt hier diese schöne Fläche, also das hat auf jeden Fall prima geklappt und dann können wir halt hiermit super weiterarbeiten. Ich scale das jetzt nochmal ein Stück weiter raus, so dass es ungefähr wirklich die obere Hälfte des Griffs hat und extrude das und extrude noch einmal und ich mache jetzt nur bis hier, also diese Spitzen hier, die werden wir jetzt nicht machen. Gut, dann werde ich hier einen Loop Cut reinbringen, wenn nicht sogar 3, also einfach mit dem Mausrad scrollen. Aber bevor ich das mache, werde ich mir das hier doch nochmal einmal extruden, dass wir doch diese Rundung haben. Also nicht diese Spitzen, aber wenigstens diese Rundung unten. Also dass es mehr nach einem Griff aussieht. Jetzt bringen wir uns einen Loop Cut hier rein. Und ich bringe mir das ein bisschen in Ausrichtung hier nochmal. Das gefällt mir alles noch nicht ganz so. Dass wir wenigstens so eine kleine Schräge drin haben. Ich werde hier einfach mal ein bisschen rumspielen. Das könnt ihr auch gerne mal machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht ein anderes Schwert macht. Ich zeige euch jetzt bloß, wie ihr es ungefähr auch macht. Ich delete einmal die Vertices hier und werde mir das nochmal selber fillen. Weil so gefällt mir das noch nicht ganz. Das habe ich lieber als ganzes Face. Also wähle einfach hier alles aus und dann drücke ich einfach bloß F, um das zu fillen. Super, ich gehe mal aus dem Wireframe-Mode raus. So sieht das Ganze inzwischen aus. Kann man mitarbeiten. Gut, wieder zurück in den Wireframe-Mode. Wechsle hier einmal den Mode unten noch. Und dann werden wir versuchen, mit dem Griff hier unten weiterzumachen. Ich würde fast sagen, dass wir das Ganze hier einmal auch unten fillen. Einmal mit F. Und dann werde ich das Ganze hier einmal extruden, abbrechen und reinscannen, dass wir halt wirklich nur einen kleinen Griff haben. Ich werde es jetzt nicht genau wie auf dem Bild machen, weil wir haben ja diese Spitzen nicht. Und dementsprechend müssen wir das ja auch dann nicht so lang machen, den Griff, weil man ihn ja eh nicht sieht. So, extrude mir das Ganze runter, mache bis hier. Und gleich werden wir dasselbe einfach machen wie oben beim Griff, damit wir hier unseren unteren Griff noch bekommen. Extruden, scalen das raus. Und jetzt werde ich das einfach mal hier oben hingrabben. Das wird wahrscheinlich jetzt in eine falsche
Die Normals werden jetzt wahrscheinlich in der falschen Richtung sein, aber das können wir uns gleich angucken, obwohl es eigentlich... Ne, das sieht eigentlich gut aus. Interessant. Gut, extruden das Ganze hier unten weiter. Wieder reinscalen. Dass wir halt schön die Proportionen haben. Hier könnten wir jetzt auch mergen. Das machen wir jetzt auch. Alt-M, Add Center. Dann haben wir halt wirklich die Spitze und müssen das nicht selber machen. Guckt euch das an. Sehr schön. Gleich werden wir noch ein paar Details reinbringen. Materials natürlich auch. Die Klinge ist auch noch ein bisschen dick. Machen wir gleich. Ich würde fast sagen, lass uns das wirklich mal jetzt hier ein bisschen bessere Proportions machen. Ich scale das mal komplett down, das Schwert, weil das Referenzbild brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Unsere grobe Form haben wir. Ich scale das nochmal auf der Y-Achse ein bisschen. Jetzt ist aber alles ungefähr immer noch gleich. Ich würde fast sagen, wir gehen nochmal hier in den Front-Mode. Einmal mit Z in den Wireframe-Mode. Box selecten uns das hier oben mal, also unsere Klinge. Und diese werden wir einfach mal separat scalen, auch auf der Y-Achse, um sie ein bisschen dünner zu machen. Einfach bloß ein bisschen dünner. So ungefähr. Ein bisschen noch auf der X-Achse. Dann sehen die Proportionen auch schon wieder besser aus. Super, gut. Was könnten wir noch Schönes machen? Wir könnten hier noch ein bisschen rumspielen, indem wir das hier vielleicht auch nochmal ein bisschen runterscalen. Jetzt muss ich aber hier auch nochmal kurz die Mitte auswählen. Jetzt müssten wir alle Faces haben. Hier werde ich auch nochmal auf der X-Achse ein bisschen reinscalen. Also das ist wirklich euch überlassen. Macht's einfach, guckt wie es aussieht und ja. Könnten das jetzt runterbringen? Ja, wir machen das mal so. So sieht das schon recht okay aus. Ich gehe mal einmal in den Cycles Render. Einmal in den Material Render. Und dann sehen wir auch eigentlich schon, wie es ungefähr aussieht. Hat jetzt noch nicht unsere Farben, aber ja. So, Solid zurück. Jetzt könnten wir hier noch ein paar Details reinbringen. Wir könnten das mit Bevels machen. Ich werde jetzt hier einmal alles auswählen. Alles schön einzeln. Und dann werde ich mal gucken, wie das aussieht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es ein bisschen wegen der Spitze oben, weil wir da oben gemerged haben, dass das Endergebnis nicht schön sein kann. Aber Bevels kennt ihr aus dem letzten Part unserer Reihe. Damit haben wir da schon gearbeitet, da habe ich die euch gezeigt. Die sind eigentlich recht schön, besonders im Low-Poly-Bereich. Ah, seht ihr da oben. Das habe ich mir gedacht, wenn ich das bevele. Wir können die ja nochmal abwählen. Dann schauen wir, wie es ohne aussieht. Ohne die Spitze. Dann geht das auch so blöde rein. Gefällt mir nicht. Wenn wir die wegmachen, machen wir die 4 nochmal weg. Die auch noch. Nur die untere Klinge. Es ist okay. Also ist okay. Ich kann ja die jetzt nochmal dazu machen. Vielleicht müssen wir es wirklich separat machen. Nicht alles auf einmal. Vielleicht kriegt es dadurch einen schöneren Touch. Nee. Seht ihr da oben die Spitze? Das sieht nicht schön aus, wenn die da unten so sind. Okay, mache ich die auch nochmal separat? Na gut, dann machen wir es jetzt nach Auge. Dann machen wir es jetzt so. Nein, das sieht doof aus. Das sieht wirklich doof aus. Das machen wir weg. Gut, arbeiten wir mal ohne Bevels. Wir können ja unten am Griff ein paar Bevels einfügen. Wir können ja mal einmal kurz Material. Ne, machen wir noch nicht. Wir machen unten erstmal ein paar Bevels. Wir machen gleich die Materials. Eins nach dem anderen. Nehmen wir uns den. Ja, das sieht doch schon mal nett aus. Können unten noch machen. Dasselbe machen wir hier unten auch nochmal. Immer Alt und Rechtsklick. So könnt ihr gleich alles auswählen. Ja, gut. Dann haben wir halt jetzt nur hier Bevels, nicht bei der Klinge. Wir können aber hier noch ein paar Details reinbringen, indem wir einfach die Außenwände wieder rausziehen. Das hatte ich auch im letzten Part angesprochen. Das hat dann mehr so eine Triangulation mehr. Wirkt low-poly-mäßiger. Ihr könntet die sogar noch nach links und rechts verschieben. Also da müsst ihr echt mal rumspielen. Aber das sieht so schon gut aus. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite.
Einfach alles einzeln auswählen und ein Stück rausbringen. Ja, dasselbe könnten wir hier unten nochmal machen. Ich bringe hier nochmal einen Loop Cut rein. Dann werden wir den unteren Griff hier auch nochmal ein bisschen rausbringen. Andere Seite muss ich auch nochmal Loop cutten, das hat er irgendwie gerade nicht gewollt. Ein Stück raus, dann ist es auch ein bisschen runder. Seht ihr das? So ein kleines Stückchen, sonst ist das wirklich zu proportional, sage ich mal. Sieht gut aus. Gut, ich bereite das Render-Setting vor. Ich bin echt zufrieden und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Anschluss, wenn es fertig ist. Und hier ist wie immer unser Endergebnis. Ich habe ein bisschen Ambient Occlusion noch mit reingebracht. Das wirkt low-poly-mäßiger und sieht echt schön aus. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Solltet ihr es auch mit einem anderen Schwert gemacht haben. Ansonsten verlinke ich euch das Referenzbild, was ich genutzt habe, unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. Und schreibt gerne in die Kommentare. Ihr habt gesehen, ich gehe auf eure Wünsche ein, was ihr sehen wollt. Und wir machen es. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde. Ciao.